und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Und das Leben fängt an, unserem kleinen Video-Vlog, den wir hier auf YouTube online stellen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch nochmal dazu komme, einen eigenen Kanal von mir, beziehungsweise von mir und meiner Frau zu veröffentlichen, denn eigentlich bin ich mehr der Mann im Hintergrund, habe unter anderem viele Streams auch gemacht für DJs und so und sitze dann lieber hinterm Rechner und sorge für ein schönes Bild etc. Aber gut, jetzt haben wir es getauscht, jetzt sind wir vor der Kamera. Denn viele Freunde haben uns gesagt, wir sollen doch einfach mal, wenn wir wollen, darüber berichten. Denn unser Projekt scheint für mehrere Leute interessant zu sein, nicht nur für Freunde und Familie. Unser Projekt ist ganz einfach erklärt. Wir haben die Segel gestrichen in Deutschland, die Wohnung gekündigt, sind gerade in den letzten Zügen am Ausräumen und dann geht's ab. Wir wandern aus, nämlich nach Portugal. Soweit ein paar Impressionen zu Portugal. Davon werdet ihr in der nächsten Zeit noch viel mehr sehen. Okay, worum geht es in unserem Videoblog eigentlich? Ja, es ist eine Kombination so ein bisschen aus dem Abenteuer der Reise, das vor uns steht, aber auch aus den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, weil wir uns mit dem Thema Auswandern eingehend beschäftigt haben, vor allem logischerweise mit dem Thema Auswandern nach Portugal. Daraus sind schon einige interessante Gespräche entstanden mit anderen Leuten über Sachen, die wir herausgefunden haben, wie wir das machen und so weiter. Und wie gesagt, das Ganze hat uns animiert, speziell mich, und ich ziehe meine Frau da mit, das Ganze in einem Videoblog doch dann zu tun, zu schneiden, was Schönes zusammenzustellen und das Ganze auf YouTube online zu platzieren, damit ihr es abrufen könnt. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Empfehlt uns gerne weiter an eure Freunde, wenn es euch gefällt. Und das Ganze sieht so aus. Wir filmen also alles. Wir filmen ab dem Zeitpunkt der Abfahrt die ganze Zeit, bis wir in Portimão an der Algarve in Portugal, 2500 Kilometer von hier entfernt, ankommen. Natürlich auch noch danach, sofern ihr daran Interesse habt. Und wir möchten euch einfach berichten über die Erfahrungen und so weiter. Und natürlich auch so ein paar Themen beleuchten, die vielleicht wichtig sind zu wissen oder die man sich so überlegt für ja, das Auswandern. Denn auf der Fahrt haben wir ja viel Zeit. Wir fahren in 2 Etappen. Die erste Etappe wird sein von hier, dem Wohnort, jetzt kann ich sagen, jetzt ziehen wir ja von Königswinter aus, nahe Bonn ist das, in Nordrhein-Westfalen. Fahren wir über Luxemburg dann komplett durch Frankreich durch, und zwar an der Atlantikseite, um dann Bordeaux und so weiter zu passieren und dann nach Spanien einzureisen. Die erste Stadt in Spanien heißt Irún und das wäre dann auch unser Etappenziel zum Schlafen. Das Ganze machen wir mit einem super Auto. Ich muss jetzt positiv reden, damit er nicht noch versagt, denn hier unser formschöner kleiner grüner Frosch.
Das ist ein VW Lupo aus dem Baujahr 99. Und es liegt nicht daran, dass wir abenteuergeil sind oder so, dass wir mit der Karre da runterfahren. Das hat einen Grund, einen ziemlichen, das Ganze, naja, Geld betreffend, sagen wir mal so. Ja, es gibt viel zu sehen. Ich versuche mal meine Frau noch vor die Kamera zu kriegen, aber jetzt haben wir erstmal den nächsten Meilenstein, denn da hinten hinter mir kommt der UPS-Fahrer, auf den ich schon sehnsüchtig warte. Meine größte Sorge war, dass unsere Kisten, die hier stehen, wie ihr sehen könnt, nicht befördert werden oder so. Deswegen bin gleich zurück. Puh, das war ganz schön anstrengend jetzt. Aber mein größte, meine größten Bedenken, meine größte Sorge hat sich jetzt relativiert. Denn was eben noch die ganzen Pakete waren, ist jetzt leer. UPS war da, hat die Pakete mitgenommen. Ja, warum UPS und so? Da kommen wir auch in einer der späteren Folgen drauf, denn da muss ich euch genau erklären, wie man es machen kann, dass man nur im Prinzip ein Viertel der Transportkosten zahlen muss, die die meisten Unternehmen ja, veranschlagen, wenn sie dir ein Angebot machen. Den Trick verrate ich euch noch. Gut, ich würde sagen, ich mache mal weiter. Ich muss noch los, ein paar Sachen wegbringen und ein paar Sachen besorgen, während meine Frau unten schon ja, in der Endphase des Putzens schon ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns entweder später nochmal, wahrscheinlich aber eher morgen früh bei schönem Sonnenschein, ähm, bei der Übergabe vielleicht ganz kurz, spätestens aber dann, wenn es endlich losgeht für uns, 2500 Kilometer, kleiner VW Lupo, 6 Kisten, 2 Musikinstrumente und 2 Verrückte, mehr oder weniger. Ja, ihr werdet sehen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. Das war Folge 1 soweit. Tschüss.